Also, wenn du die hast, original verpackt, dann bist du der King. Das Ding ist unbezahlbar, sage ich euch jetzt schon. Wenn ihr euch Collectors Editions holt, Freunde, holt euch immer 2. Eine zum Auspacken und eine liegt im Keller. Gut verpackt, trocken oder auf dem Dachboden und die lasst ihr dann 10 Jahre stehen. Und dann seid ihr reich. Trust me. Wir schauen 10 Weirdest Video Game Collectors Editions. Davon haben wir ja schon den zweiten Teil gesehen. Und ich wusste gar nicht, dass es noch einen ersten Teil gibt, aber das hätte ich natürlich an dem Titel sehen müssen. Und wir schauen uns jetzt den ersten Teil davon an. Let's go. So, ich bin mal gespannt. Was da so gezeigt wird und ob das wirklich so weird ist, wie es da gezeigt wird. If you're a fan of a particular game, franchise or developer, you've probably been tempted by at least one shiny. Da ist die Pip-Boy Edition. Da habe ich ja auch schon mal gesagt, die habe ich auch noch. Original verpackt. Ich glaube, die habe ich noch nie aufgemacht. Jetzt ohne Witz. Video game special edition at some point. And these pricey bundles are The Last of Us Part 2 Collectors Edition, die habe ich auch. Are fairly common these days, occasionally costing hundreds or even thousands of dollars, ranging from bonus digital weapons. Hä? Jedi Fallen Order? Hatte da auch eine Collectors Edition? Das wusste ich gar nicht. Ich weiß nur, dass dieses neue Jedi-Spiel eine Collectors Edition hatte mit einem, auch so ein Saber-Ding hier. Und die hat irgendwie 400 € gekostet. Da ich kein Jedi-Fan bin und mir das wirklich wurscht ist. Also ich werde das auch noch spielen, aber so eine Collectors Edition ist für mich absolut unnütz. Vor allen Dingen mit so einem Laserschwert, weiß ich nicht. Es gibt bestimmt Leute, die fahren darauf mega ab oder so. Ich hätte es mir wahrscheinlich geholt, wenn er eine geile Figur mit dem Typen hier. Ich weiß nicht, ob das Anakin Skywalker ist oder irgendein anderer. Wahrscheinlich ein anderer, ne? Dann hätte ich mir wahrscheinlich das geholt. Ansonsten nicht. Und die hatte ich im Übrigen auch. Diese Black Chess Edition, die habe ich aber wieder verkauft. Und ich habe das Spiel bis heute nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich das ausgepackt habe damals, das Spiel. Ja, Die Hard Collectors, das ist das richtige Wort, Alter. Hier sieht man mal den Helm in Einsatz. Guck mal, den kann man sich aussetzen, ne? Nice. Oh, guck mal, der hat da hinten noch eine PS4 Pro. Ich hoffe, original verpackt. Fallout 76. Oh, that's the weirdest cough I've ever done. Sometimes, studios convince eager fans to part with their hard-earned money, only to provide a surprise box of strange and confusing knickknacks. Confusing. Da sitzen sie alle drei nebeneinander. Ich weiß nicht, welche das sind. Das sind wahrscheinlich die Typen von diesem Kanal. Und gucken halt, was da drin ist. Der in der Mitte, der guckt sowieso ganz besonders. Oder der links, den rechts seht ihr nicht. Aber der ist auch nicht so. Der glotzt den anderen nur auf die Finger. Der darf da nicht mitmachen beim Auspacken, ne? Der darf die anderen Boys auspacken, das war's aber schon. Oh, guck mal hier, da ist der Helm und da ist diese Tasche. Haben wir schon mal von gehört, ne? Fake body parts and underwear. Ja. Okay, so before we go any further, consider that a reminder to exercise your search history should you decide to look up any of the entries on this list. You have been warned. I am Peter from TripleJump and here are the Oh, guck mal hier, ein USB-Stick von Star Wars The Force Unleashed 2. The 10 weirdest video game collectors. Also ich hoffe, der zeigt mir jetzt irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe. Number 10, Dead Island. Oh Gott, es geht schon wieder los, Alter. Believe it or not, this special edition actually sets the tone for Ist keine Special Edition, ist ein Collectors Edition. Ist die Reptile Edition. a few more entries on this list, and I'm So, also wenn er mir jetzt nicht irgendwas zeigt, was ich noch nicht gesehen habe, dann raste ich komplett not aus. talking about the zombie theme. Er redet nicht über the Zombie Theme. Apparently, the zombie bait edition of Dead Island Genau, Bait Edition hieß sie. Riptide is now infamous for its controversial decision to gift the purchaser with a mutilated, bloodied bust of one of the game's titular undead enemies. When pressed about the bizarre statue, Deep Silver's sales and marketing director, Paul Nichols, stated that they wanted to provide a unique collector's edition that was utterly Dead Island and would make a striking conversation piece.
piece? Well, Nichols was right, as the special edition certainly sparked some interesting conversations online. Also ich habe bis heute weiß ich nicht, was die für Probleme damit haben. Also. I mean, outstandingly. Ich finde diese Collectors Bait Edition, diese Dead Island Riptide, negative. Richtig Multiple geil. reactions claimed the bust was tasteless, unpleasant, and downright awful, leaving many fans and us at TripleJump remarkably uncomfortable. And rightly so. Just imagine having that on your coffee table. Number 9, Panty Party. Fans of military combat series like Call of Duty or Battlefield will probably be aware of this intense precision battle shooter in which the war-hardened warrior of love is faced with defeating haben wir auch schon gesehen, ne? Was ist das denn? Ist das das Spiel? Das ist ja witzig. But if you can't get enough da muss ja natürlich auch eine Unterhose dabei sein, ne? Not. Behold the Panty Party Limited Edition. Panty Party. Nee, das haben wir noch nicht gesehen. By singing along to your official karaoke soundtrack while sporting a tiny pair of pink branded underpants. There's even a numbered collector's certificate. Numbered Collector's Edition. Also wer die Nummer 1 hat, der ist wirklich der Ur. Der hat wahrscheinlich sofort bestellt. Now, we don't really need to explain why this is weird. I mean, how many other video games with matching underwear have you bought? There are some games. Ich meine, die Collector's Edition ist ja nicht nur komisch, sondern ich glaube, das ganze Spiel ist irgendwie komisch, wenn du da als Unterhose rumfliegst und irgendwelche anderen Unterhosen abschießt. Also, wenn du dir so ein Spiel holst, also dann stimmt sowieso was mit dir nicht, oder? Also keine Ahnung. Benefited from having a clean pair of pants enclosed, such as Alien Isolation, but Panty Party lacks the same type of atmosphere. So there's no real excuse for this, is there? Perhaps avid collectors with a taste for cohesive interior design can simply display them alongside their bikini bust from Dead Island. It's a similar theme, isn't it? And by that I mean, they're both really weird, and you should not have them in your house. Diese Dinger nerven auch total, ne? Diese Stock-Images, Alter. Der hat wahrscheinlich ein Abo und kann dann die ganzen Stock-Images da benutzen. Die Frage ist ja, wenn er jetzt kein Abo mehr hat und das Video immer noch existiert, darf man das immer noch benutzen? Number 8, Call of Duty World at War. God, this list has only just begun and I'm already. Oh Gott, hat der was zwischen den Zähnen oder hat der schlechte Zähne? Ich glaube, der hat eher schlechte Zähne, ne? Thank goodness I have this handy dandy canteen from my Ich glaube, das Ding hatten wir auch schon mal, ne? Was man nicht aufschrauben kann und was man nicht hinstellen kann, oder wie war das? Irgendwie so, ne? Geht nicht. Wait, what does that say? Not intended for drinking. So it's a collector's edition with a useless prop? Okay, now I really need a drink. Many fans were left disillusioned after discovering their shiny new hip flask was more or less an expensive paperweight, rather than a usable and cool addition to their beloved merch collection. Also ich verstehe nicht, warum man das nicht aufschrauben kann. Also das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Warum hat man dann sowas da drin? Of course, it's not only disappointing, it's downright strange to include an item as useless as this. Even if fans were able to prise open the stubborn canteen, it revealed a portal to a hellscape of dried glue and pungent odors, which made the idea of drinking from it quite unpleasant. Okay, hat das jemand geschafft, das Ding aufzumachen? Der jetzt hier kommt im Video? Guck mal, das geht. Ich glaube, das ist nur zugeklebt, oder was? Er hätte es ja ein bisschen länger zeigen können, ne? With no art book, making of, DVD or anything of significant interest, this collector's edition falls flat. For an additional $20, we would expect more than a useless trinket and a single special gun for multiplayer matches. So needless to say, this product left a very bad taste in our mouths. But you know, they did. Die Mucke aus dem Video im Hintergrund ist das Beste, glaube ich. Das passt zu diesem Spiel mit den Unterhosen. So, Dead or Alive Extreme 3. Das ist wie so ein Kampfspiel, überhaupt nicht meins. Dead or Alive Extreme 3. As purveyors or connoisseurs, if you will, was kommt da? Diese Figur bestimmt nicht. We here at TripleJump understand and appreciate the fine art of ergonomic support, especially for those long bouts of hardcore gaming.
Comfortable controllers, custom keyboard setups, chairs in which we could happily command the Starship Enterprise. These are all common wares for any S-rank gamer. We're athletes, specializing in both speed and stamina. Our movements need to be calculated. Also die Spiele finde ich total bekloppt. Therefore, we need kit that supports and enhances our Diese von oben. needs. Thankfully, Dead or Alive Extreme 3 understands So, was ist denn jetzt da dabei? our plight entirely, Komm, zeig graciously mal. providing an ample wrist support in their special Ein Mauspad. Achso, wir mit dem Möpsen oder was? edition. Rest your tired wrists upon this voluptuous bosom to alleviate Ist aber any nicht hoch. pain from your repetitive strain injury. Das ist nicht so gut. The angelic cushion Da finde ich die will anderen gently besser. cradle your arm, enhancing any and all gaming experiences. Need a cold shower after using this ergonomic wrist support? Ha, we got you, fam. The special edition also includes waterproof, Alter. wipeable character prints, fluids of any kind Alter. fail to penetrate these artful portraits, allowing you to appreciate the Dead or Alive franchise anywhere and anytime. Aber das ist Dead or even Alive, ne? in the Das shower. ist, We're still talking das about ist- water, I promise. Clearly, this edition has been made with both fans of anime and gaming in mind, while staying true to the iconic Dead or Alive style and ethos. Speaking of which, we should probably get around to playing some actual volleyball at some point. It's very easy to get distracted. Number 6. Okay, Resident Evil 7, Freunde. Und Resident Evil 7 ist, glaube ich, dieses Haus. Resident Evil 7. Oder? In this post-digital age, I'm Zeig sure mal. none of us have a shortage of USB drives lying around. But do you have any in the guise of bloodied appendages? Ach so, der If you are Finger. one of the lucky Naja. owners of this collector's Finde ich jetzt edition, nicht so you can schlimm. quite literally give the middle finger to the chances of ever misplacing your USB stick ever again. Or at least I hope so. You won't want to leave this lying around unattended. This strange design resembles Guck mal, a da ist das Haus auf der, das hat er nicht erwähnt. Auf der, sieht man das? Ein bisschen, ne? Ich sehe es, ihr seht es nicht. Halloween decoration that has been glued onto a standard memory Aber ich hätte schon gedacht, dass das ein bisschen, ja, es ist einfach nur ein Finger und Stick. hinten ist ein bisschen rot, ne? Hätte ich mir ein bisschen cringiger but it certainly vorgestellt. stands out from all the other ones in our desk drawer. However, if this weird item isn't weird enough for you, this broken, smelly baker's Hier, da ist das Haus. mansion will Das kann auch surely leuchten. satisfy. Kann das nicht The auch Musik replica machen? music box resembling Ach so, ja, das war die Musicbox, the ne? baker's horrifying abode Oder? barely worked at all, according to disappointed fans. Not only that, but many of them also claimed to detect Hä, sah das nicht anders aus? Sah dieses Haus nicht anders aus, Alter? Warte mal, ich muss mal kurz googeln. Guck mal, das ist das, was er zeigt, oder? Aber das sieht irgendwie ein bisschen creepier aus. Und das, was ich halt kenne, ist eigentlich das hier. Guck mal, so sieht das doch eigentlich aus, oder? Und der Finger sieht auch ganz anders aus. Welche Version hat er denn, Alter? Also der Finger, der hat hier hinten einen Knochen. Und der sieht kaputt aus. Also richtig kaputt und richtig zombiehaft. Und das Haus sieht echt spooky aus. Und das, was der hier hat, das sieht irgendwie blöd aus. Komisch. Wie kann das denn sein? Dass der da so ein hässliches Haus hat? Naja, vielleicht liegt es einfach an dem foul Typen. odor from the piece. I suppose it could be perceived as a Oder es kann natürlich auch sein, dass diese Werbung, die gespielt haben, eine andere ist, als am Ende dann wirklich gezeigt. multi-sensory Ne? artist Also, du siehst halt dieses, was ich eben hier hatte. Moment. Wo ist er? Hier. Hier, du siehst, oh Gott, Alter. So. Du siehst diese Werbung. Denkst dir, oh, das sieht geil aus. Ja? Und bestellst das. Und 3 Monate später kommt das Spiel raus. representation of the sheer decay and destruction brought forth by the E-Virus, but I don't think that's exactly Und du what the kriegst halt marketing dieses team Haus, was er had gerade in gezeigt hat. mind. Ich weiß nicht, ob es nochmal Alongside gezeigt the wird. standard steelbook cover Guck mal, hier ist es doch das Richtige, oder? and an admittedly cool-looking VHS box, the fragile mansion and creepy USB stick Ja, es ist wirklich so gewesen, wie ich gerade gesagt habe. Also scheinbar kam das dann doch nicht so an wie bestellt. simply did not live up to the $180 price Naja, komm, $180, das geht. tag.
170 Euro oder 200 Euro. On the plus side, we could maybe combine 10 of these with the Dead Island bust and keep our sawn-off fingers crossed for more surprise body parts in future zombie video game special editions. Soon we'll have a complete corpse ready to wear the pink panties. That's one of the weirdest things I've ever said. Number 5, Catherine. Catherine, hatten wir glaube ich auch schon, oder? Of the Panty Party collector's item. If you've soiled your pink underwear by now while playing Resi 7, don't worry. The unique puzzle platformer that is Catherine has got you covered. Following this list's apparent pattern alle of das Gleiche, Alter. anime ladies repeat, let's take a look at Catherine's Love is Over Deluxe Edition, which includes a CD, art book, and t-shirt. Oh, and underpants. This time, the title comes with a pair of boxer shorts, similar to those worn by the game's protagonist, Vincent. It's doubtful that anyone was ever planning an epic Vincent cosplay for Comic-Con, so these boxers seem a bit weird and useless. Are you actually supposed to wear them, hang them up in your merchandise shrine, keep them tucked away under your bed like a Also ich finde diese Unterhose filthy dark secret? We aren't quite sure. But before you go using up your best hiding place for this underwear that you should definitely be ashamed to own, you might want to leave it free for the other strange item in this special edition. That is the pillowcase, featuring a very coy-looking Catherine. It's not quite on the level of a true body pillow, but it's close, clearly evoking the same kind of vibe. Of course, it ties in with the game's bizarre Ich möchte echt wissen, wer sich da echt so ein Kissen noch geholt hat und diesen Kissenbezug darüber gezogen hat. Ambiance, plot of infidelity, and the clash between sexual freedom and repression. Still, we couldn't help but feel a little awkward when unboxing this edition of the game on Christmas morning 2011. I can explain, Mum. Number 4, Lord of the Rings. Lord of the Rings, War in the North. Da gab es eine Collector's Edition. In the North. While wearing our anime underwear, brandishing a very voluptuous mousepad with our... Ja, er packt jetzt halt alles zusammen und auf dem Kopf ist wahrscheinlich die Zombie Bait Edition, oder? Fast. Die Unterhose war da. What could take this mighty gamer cosplay to the next level? There's only one thing that will do the job. A faux leather arrow quiver slung non... Das ist die Collector's Edition. Die ist ja fast so schlimm wie diese Harry Potter, wie heißt das? Hogwarts Legacy. Nonchalantly over our shoulders, right? And what's even cooler than sitting in your living room with a stylish quiver? Well, sitting in your living room with a stylish quiver that contains fake arrows and a pouch for stowing your... Das ist aber groß, ne? Krass, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Sah irgendwie kleiner aus auf dem Bild. Precious game. Joking aside, this edition had the potential to be a pretty... Also, wenn du die hast, original verpackt, dann bist du der King. Das Ding ist unbezahlbar, sage ich euch jetzt schon. Awesome piece of... Wenn ihr euch Collector's Editions holt, Freunde, holt euch immer zwei. Eine zum Auspacken und eine liegt im Keller. Gut verpackt, trocken oder auf dem Dachboden. Am besten wickelt er die nochmal um mit Plopfolie, ne, diese Schutzfolie zum Verschicken. Und dann nochmal Frischhaltefolie rum. Und dann nochmal eine Kiste und die lasst ihr dann 10 Jahre stehen. Und dann seid ihr reich. Trust me. Collector's merchandise, but it just comes across as a little bit odd. Many fans weren't impressed with this strange item, which is understandable when you compare it to the awesome statues of other collector's editions in the Lord of the Rings series. A closer look at the content. Also es gab auch schon mal eine Figur, die man eben gesehen hat, so ein Viech da. Reveals that the arrows aber guck mal, da ist doch eine Karte dabei und Pfeile. Are actually the end rods for a reasonably sized... Achso, die kann man gar nicht benutzen, die Pfeile. Das ist nur zum Ausklappen von dieser wunderschönen Karte. Cloth map. And while a string is included, kann man sie aufhängen. To allow you to display this... Hat sich das jemand aufgehangen? Da gab es bestimmt irgendeinen Weirden, der sich das aufgehangen hat. Ich muss mal überlegen, ob ich mir irgendwas Weirdes aus einer Collector's Edition an die Wand gehangen habe. Also fast. Bei der Max Payne 3 Collector's Edition. Die gucken wir uns mal kurz an, die zeige ich euch mal. Das ist die Collector's Edition von Max Payne 3. Das ist die Special Edition von Max Payne 3. Und die habe ich damals geholt beim Saturn, war die im Angebot. Ganz billig. Die Figur habe ich auch noch irgendwo.
Also die habe ich nicht irgendwo, die steht hier irgendwo im Raum, weiß ich jetzt nicht wo. Irgendwo ist die. Entweder da oben oder da hinten oder irgendwo. Ich hab den Überblick verloren hier. Und das Ding soll auch dabei sein. Also ich habe die ja damals ausgepackt. Wo soll ich denn den Anhänger haben? Der war bei mir gar nicht drin. Betrug. So. Und dann waren noch die, ja, ich sag's natürlich immer, Lithographen sind Schrott, braucht keine Sau. Aber in dem Fall, Alter, ich muss unbedingt diese Kugel wiederfinden hier. Diese Patrone. In dem Fall habe ich mir diese Dinger hier genommen, weil es waren richtig geile Bilder und habe die mir eingerahmt. Ich habe die natürlich zerschnitten, weil die nicht ins Bilderrahmen gepasst hat. So schlau wie ich war. Schneid einfach mal ab die eine Seite mit meinem guten Schneidebrett. Und genau, was hat er hier gemacht, Alter? Achso, hat nicht in den Schrank gepasst, hat er mal ein bisschen gebogen. Ist natürlich auch eine Option. Alter, ich erinnere mich jetzt wieder an den Schlüsselanhänger. Den habe ich immer oben raufgelegt auf die Figur. Hier. Damit der nicht verschwindet. Und jetzt ist er weg. Oh boy. Oh boy. Na gut. Das ist auf jeden Fall diese Max Payne 3. Und da bin ich so ein weirder Typ und habe mir diese Bilder, habe ich mir in den Flur gehängt untereinander. Man hat natürlich nicht erkannt, dass das von Max Payne 3 ist. Stand ja nicht dabei. Glaube ich. Aber das ist meine weirde, Geschichte. Meine komische, kaputte Geschichte dazu. Empty quiver looking alone and forlorn, hanging in the corner of the room. In order for the leather case to look at least presentable, it needs the arrows, but placing them in the quiver causes you to hide away the coolest part of the collector's edition. We could use the quiver to store other things, I suppose, but doing so makes us feel far less of a warrior of Middle-earth, to be honest. I don't recall Legolas ever actually running around with a back full of curly whirlies. Number 3, Sorcerer. Nummer 3. Also es kommen noch 3 insgesamt. Da bin ich ja mal gespannt, was auf Platz 1 ist. Sorcery Saga, Curse of the Great Curry God. Saga, Curse of the Great Curry God. Gut, dass er das nochmal wiederholt, ne? Ich hab's jetzt gerade erstmal vorgelesen. It's always a bit strange to discover a collector's edition of a PS Vita game, but that's not the only reason this entry has won a place on this list. This roguelike dungeon crawler RPG boasts some shockingly intense action as you brave mysterious environments in order to seek out the ingredients for the renowned legendary curry. Of course, a roguelike is a roguelike, so make one wrong move and it's game over. Fall prey to the horrors of the dungeons and you'll bid farewell to your experience, levels, and items. But no need to say goodbye to your collector's edition merchandise. You can hold on to these precious items forever. War's das schon? Be buried with them when you finally perish in real life. These treasures include a okay, das ist da drin eine tiny plastic plate, a spoon fit for ach so, da kann man draus essen. Okay, und ein Löffel und ein Sapperlatz. For a game so harsh in regards to making players restart their progress entirely, it's somewhat ironic to create a special edition seemingly fit. Also ganz ehrlich, was macht man mit dem Scheiß? Was macht man only for a baby. So, if devouring curry leaves. Natürlich ist es für ein Baby. Denkst du, ein Erwachsener hängt sie sich um? Ich meine, es gibt natürlich so eine Weirdos. Diesen Begriff habe ich schon mal gehört. Aber you as nervous as this game's warum? Difficulty does, ja? Just put on your trusty hier, bib guck mal. To avoid er zum Beispiel, ja? Er hängt sich das um. Fortunate stains when your food inevitably falls from the minuscule spoon. Oh, and of course, fans who pre-ordered this game also received a bikini download code. Ein Bikini Download Code. This list, I guess. Number 2, Fear 3. Okay, 4-3, da kommt wahrscheinlich wieder diese mit dieser Figur, die wir auch schon kennen. Sure is full from eating that tiny portion of curry. Thankfully though, it's not as swollen and seemingly possessed as Alma's from the Fear 3 Collector's Edition. God, she's either ordered a whole 2 for Tuesday. Tuesdays for herself last night like an absolute legend, or she's about 9 months on from a Valentine's night with Satan. This statue is creepy for all the wrong reasons. It seems poorly made for a start, and it simply isn't something you'd want to flaunt when hosting a dinner party. I suppose like the zombie tits at number 10, it could be viewed as a good conversation starter. Was kommt denn jetzt als Nummer 10? Hau doch noch mal was raus hier, das schockt mich überhaupt nicht, Alter. Oh my god, what the hell is that? The damn thing even
glows in the dark. Oder war das The schon Nummer belly 10? illuminates Nee. strangely in low light, War noch nicht revealing Nummer the 10. distorted form of the demonic hellspawn within. Oh, and if you hadn't already noticed, Alma is naked, because staring at a demonically pregnant woman with her clothes on wasn't creepy Es ist ja nicht so, als ob es nicht noch gestörtere Games gibt, ne? enough, apparently. Ist ja nicht so. And number one, Enemy Zero ist Enemy Number One. Zero. Designed by Kenji Eno and Fumito Ueda, Enemy Ist das der Zero Typ? Ist das der Typ, der Klavier gespielt is a hat? 1996 survival horror adventure for the Sega Saturn. Eno also Ich glaube, das ist der Typ. directed the game and did something a little out of the ordinary for the 20 rabid fans that purchased a special edition. Even though this version cost a whopping $2,000, they sold out immediately. Eno then drove his truck across Japan to personally present the game and literal crates full of merchandise to Also, ja, das ist der Typ von. Das ist der Typ mit diesem Klavier, mit diesem Keyboard, der da rumhackt. Und der kommt zu dir persönlich und bringt dir halt diese Collectors Edition. Das Problem ist nur, wenn du der Letzte bist auf der Liste oder auf seiner Route, kriegst du das wahrscheinlich erst eine Woche später. Ne? Weil der muss ja noch, zwischendurch muss er noch anhalten. This definitely qualifies as a bit weird, but it's also rather wholesome, as he apparently always wanted to have a more direct and engaged relationship with the players of his games, which is a far cry from the egregious monetization of games Naja, finde ich jetzt nicht mal so schlimm. So what was contained in this Also so ein ganzes Ding da, ne? Now that is a special edition. massive box of loot? Well, of course you had your standard stickers and artwork, but well, that's where normality Und außerdem besucht er einen auch noch. ends. Dig ist ja deeper mega. into the crate to unearth one of the outfits worn by the companion girls at Was ist das denn, Alter? Warp's 1996 Tokyo Game Show, including full leather ensemble, hat, gloves, Was ist da alles da drin? Full Set, Leather Globes, Head, Logo, Outfit, Worn. Okay, das hat die getragen. Designed by Metallic Bookmark, Flyer, a Set of Press Release of Enemy Zero, eine VHS, meine Fresse. Video of Enemy Zero, Music Clips, bla bla bla, Sticker, T-Shirt, a Replica of the Gun, okay. Actual, bla bla, developing, Warp-Logo, okay. earrings and tights, as well as an embroidered towel and a model of an enemy corps. Was heißt denn embroidered? Heißt es, dass die damit danach geduscht hat? Complete with oozing bodily fluids. There's also Ah, a okay. VHS of music clips and a stack of floppy disks, branded envelopes. Ich frage mich, was die Leute, die sich das Ding gekauft haben, angeblich waren das 20 Leute, die sich das für jeweils $2000 damals gekauft haben, 1900, wann war es, 96? Was die damit heute noch machen, ne? Ob die da so ein, keine Ahnung, so ein Bild an der Wand haben, wo die da so ein Händeschütteln mit diesem Entwickler sind. And paper bags, Ja, all ist das. bearing the Warp logo, which I'm sure have all aged really well. Anyone want to buy my Enemy Zero Collector's Edition? It cost me $2,000 in 1996. I am so in debt. And that's our list of some of the weirdest video game special editions. Okay, das war's, Freunde. Das war die Top 10 der Weirdest Collector's Edition. Also das war Teil 1. Und ja, was soll ich sagen? Ist okay. Also die meisten Collector's Editions davon habe ich schon gesehen. Und ich finde die jetzt nicht so weird. Deswegen geben wir da jetzt auch keinen Daumen nach oben, weil ich finde es jetzt nicht mal so weird. Aber ich glaube, der macht ein paar mehr weirde Videos. Vielleicht ist der Typ auch einfach weird. Komisch. Naja. Gut.